Achtet zunächst darauf, wenn ihr auf einen Beschleunigungsstreifen fahrt, dass ihr in diesen Schlängel-Auffahrtskurven, die in der Regel relativ eng sind, auf gar keinen Fall zu schnell fahrt. Ich würde hier empfehlen, je nach Kurve 30 bis 60 km/h. Weil wenn ihr hier diese letzte Kurve vor dem Beschleunigungsstreifen habt, die in der Regel auch noch super eng ist, wäre es echt fatal, hier zu schnell um die Kurve zu fahren. Denn schaut mal, der Fahrstreifen, wo der durchgehende Verkehr super schnell angefahren kommt, befindet sich genau hier, quasi 20 cm neben eurer Kurve sozusagen. Und das Problem wäre dann, würdet ihr mit zu viel Tempo in diesen Bereich reinfahren, würde euer Auto in den allermeisten Fällen untersteuern. Untersteuern bedeutet, wenn ihr zu schnell in die Kurve fahrt, würde euer Fahrzeug die Haftung, also den Grip, an den Vorderrädern verlieren. Was dann gezwungenermaßen zur Folge hätte, dass euer Auto dann nicht mehr normal die Kurve fährt, sondern es würde direkt am Kurveneingang ganz stumpf auf die Nebenfahrbahn rutschen. Und da die Autos ja hier auf der Kraftfahrstraße bzw. auf der Autobahn mit einem Affenzahn von hinten ankommen, wäre so ein Unfall in der Regel doch immer sehr fatal für alle Beteiligten. Wenn ihr hier diese Kurven mit eurem Fahrlehrer fahrt, fahrt lieber immer ein bisschen vorsichtiger. Es gibt gar keinen Grund, hier auch nur irgendein Risiko einzugehen. Glaubt mir, dem Prüfer ist das 100-mal lieber, wenn ihr da gechillt und vorsichtig fahrt. Dennoch solltet ihr hier unbedingt wissen, wenn ich mit dem Fahrschüler fahre und wir kommen hier auf diese letzte Kurve zu gefahren, muss ich als Fahrlehrer immer vorher entscheiden, ob die gefahrene Geschwindigkeit gerade genau für die Kurve passt. Und da wir Fahrlehrer das vorher auch nie hundertprozentig genau wissen und wir das selber einschätzen müssen, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie schwer das manchmal ist, abzuwägen, ob man hier eingreifen soll oder eben nicht. Problem ist hier natürlich, wenn ich die Bremse drücke, ist die Prüfung natürlich sofort vorbei. Nur ich glaube, wir haben noch ein größeres Problem, wenn ich mich an dieser Stelle verschätzen würde. Denn wenn das Auto dann wirklich einmal anfängt, in der Kurve zu untersteuern, dann wäre es auch schon zu spät. Denn bricht das Auto in dieser Situation erst einmal aus, würde, glaube ich, nicht mal Max Verstappen das Auto eingefangen bekommen. Ja, es ist schade. Aber es ist so. Ja. Also denkt immer an meine Worte, wenn ihr hier fahrt und bringt euren Fahrlehrer nicht unnötig ins Schwitzen.